Ist Lemuria tatsächlich integriert mit Atlantis? Also Lemuria, als der Anfang, als die Angst in eure Gefühle, in euer emotionales Sein, ins Weibliche eingeführt wurde. Angst während Atlantis wurde in eure Gedanken gebracht. Nun, Atlantis wie Lemuria war zu Beginn makellos. Es gab keine Angst. Ich begrüße die amtierende Championess Belinda Womack zurück in der Show. Wie geht es dir, Belinda? Mir geht's super, Alex. Danke, dass ich und die 12 Erzengel auf der nächsten Ebene wieder dabei sein dürfen. Seele, ich schätze dich wirklich sehr. Du warst einer meiner ersten Gäste, einer meiner ersten Kanäle, die ich in der Show hatte. Und du hast immer so viel Liebe für die Show und meine Arbeit gezeigt. Und ich möchte dir und den Engeln mit allem, was ihr tut, etwas zurückgeben. Und sie haben ein neues Buch. Es heißt Engel des Überflusses, Offenbarungen wahren Reichtums von den 12 Erzengeln. Ich wollte mit ihnen sprechen, insbesondere mit den Engeln, denn du bringst, wie du es ausdrückst, die 12 großen Geschütze ins Spiel. Ja, wir werden ein sehr interessantes Gespräch über dein neues Buch führen, über die vielfältigen Themen, die die Engel darin behandeln. Zudem werden wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, was ich glaube viele Menschen fasziniert und wie dies alles mit dem Geist zusammenhängt, mit unserer Evolution und mit dem, was wir als die Schule Erde bezeichnen. Also, wenn du bereit bist, meine Liebe, lass uns dieses Gespräch beginnen. Wir sind bereit. Alex, bitte, was ist deine Frage? Vielen Dank, dass du wieder in der Sendung bist. Meine erste Frage lautet, wer sind die 12 Erzengel der Zentralsonne und was ist ihre Verbindung zur Schule Erde? Wir sind eine Gruppe liebevoller Wesen, genau wie Menschen auch. Alle kommen wir von der Zentralsonne und stammen aus göttlicher Einheit. Unsere Rolle bezüglich der Schule Erde, wie wir euren Planeten nennen, ist es, euch im Lernen zu unterstützen. Liebe ist die größte Kraft. Liebe ist die größte heilende Kraft. Und hier auf der Schule Erde erlebt ihr sie. Verdünnungen der Liebe, die wir Angst nennen, sind euer Lehrer. Ihr könnt diese Angst stets beherrschen, indem ihr euch für die Liebe entscheidet. So wird Angst euch prüfen, versuchen und sogar unterhalten. Aber die Wahrheit ist, Liebe ist eure größte Kraft. Liebe wird euch emporheben. Liebe wird eure Bildung viel leichter machen. Und wir verstehen, dass ihr eine Frage an uns habt bezüglich Lemuria oder Atlantis. Wo möchtet ihr, dass wir beginnen? Alex? Ja, ich würde sehr gerne über die alten Zivilisationen der Vergangenheit sprechen. Es gibt so viel Gesprächsstoff über diese alten Orte und jene alten Zeiten, ob sie existierten, ob nicht. Lassen Sie uns mit Lemuria beginnen, wenn das so weit zurückreicht, wie wir gehen. Also möchten wir zunächst Ihrem Publikum dabei helfen zu verstehen, dass Zeit ist eine Illusion und Teil der Funktionsweise der Schule Erde. Ihr erlebt Zeit und etwas, das Geld genannt wird, tatsächlich Werkzeuge, die der Geist, die göttliche Einheit, der Schöpfer benutzt. Wir 12 Erzengel nutzen, um euch beim Lernen zu helfen. Letztlich geht es darum, jetzt präsent zu sein und zu wählen, von der Quelle zu empfangen. Mehr dazu später. Lemuria ist eine Ebene, Zeit oder der Beginn der Prüfung von dem, was ihr Dualität nennt. Damit meinen wir die Einführung der Angst in Emotionen wandelten sich in tiefere Gefühle. So entstand Angst in der Ära Lemurias. Lemuria ist eine heilige, erfüllte Zeit des kreativen Genies, der Weiblichkeit und vollständiger Einheit mit dem Göttlichen. Als du ein Tier zum Essen brauchtest, als Beispiel,
Der Tiergeist würde einfach gehen. So erlebte das Tier absolut kein Leiden, keinen Schmerz. Und das ist auch, wie ihr aus euren Körpern ausgetreten seid zur Zeit des Todes. Es gab kein Leiden. Und dann wurde während dieser Zeit die Angst eingeführt. Und Angst als das Gegenteil von Liebe schafft Trennung. Es verursacht eine Trennung von eurem Ego und Persönlichkeit mit Gefühlen und durch Fühlen derselben empfangt ihr Hilfe. Lemuria, das ist eine Zeit der Trennung zwischen dem Menschen und wenn wir Mensch sagen, meinen wir genau das. Die meisten Schüler im Klassenraum Erde sind nicht irdischen Ursprungs. Sie reisen aus allen Ecken des Universums an, um diese Erfahrung zu machen. Worüber wir sprechen, das ist die Trennung. Trennung zwischen Ego und Seele, Herz und Verstand. Zu wählen. Liebe, Heimkehren zur Wahrheit, dass Einheit weiseste Entscheidung ist. In der Epoche von Lemurien, Angst wurde eingeführt und Schmerz kam in die Geschichte, also physischer Schmerz und auch Mangel. Das ist die Zeit. Oder der Moment im Klassenzimmer Erde, wo Menschen glaubten, Mangel sei möglich, dass es für manche nicht genug, für andere Überfluss gab. Das ist eine Lüge. Alle dürfen Reichtum empfangen von der Quelle. Also kurz gesagt, das ist die Geschichte von Lemuria. Und wir möchten sagen, dass Lemuria immer noch lebt. Ja, es war eine uralte Zeit, denn es war die erste Einführung der Angst. Bedeutet, es gab Einheit in Lemurien. Und dann wurde die Angst in die Gefühle der Menschen und in das Wasser übertragen. Und dies ist der Trennungsmoment zwischen den Teilen eines kostbaren Menschenwesens. Es lehrte dich zu unterrichten, deine wunderschöne Menschlichkeit, wem du gehörst. Wie wir gehörst du zur zentralen Sonne, zur Einheit. Du bist für Liebe. Das ist Lemurien. Deine nächste Frage. Stört es dich? Wie viele Jahre sind seitdem vergangen? Oh, wir reden nicht in Jahreszahlen, doch wir können sagen, das und das ist Belinda, Alex. Die Engel lachen, sie lachen. Denn sie zeigen mir, dass wir Zeit als gerade Linie sehen, die voranschreitet, doch tatsächlich bewegt sie sich spiralförmig, ein Symbol für Evolution. Und genau das tun die 12 Erzengel, sie helfen der Menschheit auf der Spirale der Evolution aufzusteigen. So sagen sie, vielleicht wird das helfen. Der Anfang der Spirale. Aktiviere die DNA, mach es aus, sehr wachsam, sehr tiefgründig und doch integriert es sich, es lernt, wie man ein Mensch sein kann. Sie sind also aus diesen weit entfernten Sternensystemen gekommen und sie erleben gerade Emotion, ja, doch die ist überall im großen Universum. Aber du verspürst doch Angst. Wo? Deine Gefühle beginnen sich von deinen Gedanken zu trennen und das schafft Verwirrung. Sieh dich um. Auf der Schule Erde gibt es viel Verwirrung. Das ist Lemurien. Sieh es also als den Beginn deiner Evolution an. Hilft dir das? Es hilft wirklich. Danke, dass du über mich lachst. Das schätze ich. Oh, wir lachen nicht. Ich mache nur Spaß. Wirklich nur Spaß. Ich besitze auch einen Sinn für Humor. Nicht nur Engel können Humor haben. Meine nächste Frage dreht sich um das sehr berühmte Atlantis.
Platon machte uns darauf aufmerksam und es wurde viel diskutiert. Können Sie diese Zivilisation erhellen? Atlantis ist ziemlich beliebt, nicht wahr? Und was manche Menschen nicht verstehen, ist, dass Lemuria tatsächlich sich mit Atlantis vereinigte. Also Lemuria war der Anfang, als Angst in eure Gefühle, in euer emotionales Sein, ins Weibliche eingeführt wurde. Angst während Atlantis wurde in eure Gedanken gebracht. Nun, Atlantis, wie Lemuria, war anfangs makellos. Es gab keine Angst. Es gab die Nutzung des Denkens, wie der Schöpfer Gedanken nutzt für Dinge erschaffen, nicht wahr? Sofortige Manifestation. Kommunikation mit euren Heimatsternsystemen aus dem großen Universum. Aber als die Furcht in die Zeit von Atlantis kam oder das Lernen daraus, könnten wir sagen, Schulzimmer Erde, Grundstein von Atlantis. Es fällt uns schwer, diese Dinge zu trennen, doch wir sind bemüht, respektvoll zu sein, denn das wünschen sich die Menschen. Sie wollen, dass Lemuria und Atlantis in festgelegten, unterschiedlichen Zeiten existieren. Aber was ist Wahrheit? Zeit ist Illusion, alles ist ständig im Fluss. Was ihr verstehen müsst, ihr wunderbaren Wesen, ist Atlantis. Ist das Angst, denn sie entsteht aus Gedanken. Energie wurde unglaublich mächtig und wirkungsvoll während dieser Phase des Dualitätsexperiments. Angst, die Köpfe eindringt, der bedeutenden Denker während dieser Zeitperiode erschaffen, viele, noch immer aus Angst gemacht. Wir würden sagen, sie sind aus Illusion, welche die Liebe verwandelt, aber Wesen, die ihr die Grauen nennt, für die Lemurien bekannt ist, die Reptiloiden, wir sehen sie alle als Energien, die sich sofort verwandeln, wenn man sie in reine, unverdünnte Liebe einhüllt. Aber Atlantis ist bedeutend, denn es erzählt euch von eurer Macht, die viele Menschen vergessen haben, dass sie besitzen. Ihr habt direkten Zugang zur Quelle, direkten Zugang zum Empfangen. Ihr habt Zugang zum Genie des Schöpfers. Und ihr könnt alles manifestieren. Wir bitten euch, weniger aus Angst und mehr aus Liebe zu manifestieren. Versteht bitte, dass dies unsere Verantwortung euch gegenüber ist. Atlantis lebt in euch. Es lebt in euren Gedanken. Ihr habt unglaublich mächtige Gedanken. Ihr könnt durch Gedanken kommunizieren, was alles war, was ihr zur Zeit von Atlantis brauchtet. Ihr brauchtet keine Handys. Euer Internet war reiner Gedanke, reine Energie. Und dann wurde es mit Angst verunreinigt. Kinder, Frauen sowie Männer erlitten Verletzungen. Verwirrung stieg an. Euer kostbarer Klassenraum, die Erde, verdichtete sich in Dichte und Verwirrung. Angst vervielfacht sich, denn Gedanke manifestiert. Lemuria lebt weiter. Atlanta lebt weiter. Sie sind als antike Zivilisation bekannt, aber bleiben ein fester Bestandteil des Klassenzimmers Erde. Und sie haben die Gelegenheit, die Frequenz ihrer Gedanken und Gefühle durch die Kraft der Liebe steigern, damit sie haben die Erinnerung an lemurisches Atlantis. Sie erinnern sich, wie man wirklich erschafft,
und manifestieren ohne Angst, ohne Mangel. Leid zu verwandeln, wo immer du es findest, ist ein angeborenes Recht, Menschen. Alex, wir müssen Belinda eine kurze Pause gönnen. Wir holen sie zurück, aber du kannst ihr ruhig all diese Fragen stellen. Wir sind immer noch bei ihr. Wir müssen ihr einfach erlauben, ein Mensch zu sein. Also jetzt, wo Belinda Brüste hat, ist das heftig, gelinde gesagt. Die nächste Frage betrifft Tara. Ich glaube, du hast mir schon davon erzählt. Erklär mir, was Terra ist, wann es war und sein Zweck. Und sie sind immer noch bei mir. Also Tara ist der Name der Ebene und sie nennen sie die Ebenen des Schulzimmers der Dualität oder die Einführung der Angst. Und hoffentlich ist Tara die Heilung und das ist sehr kostbar. Alex, Tara ist die Zeit, wenn das göttliche Kind das innere Kind. Das Herz macht das göttliche innere Kind aus, darf in der Schwingung aufsteigen, darf gehört und gesehen werden, damit das Herz verwandelt Angst, nicht wahr? Es ist Liebe, die durch Liebe wirkt, in Gefühlen, Emotionen, Gedanken. In unseren Überzeugungen sind Gedanken die Grundlage, damit wir erneut die Einheit erlangen können. Der einfachste Weg, es zu betrachten, Terra. Wenn wir Terra als Ankunftsort im Klassenzimmer Erde sehen, denken wir an die Bevölkerungen der indigenen Kulturen. Sicherlich fallen uns die amerikanischen Ureinwohner ein, aber indigene Kulturen weltweit begannen zu verstehe die Einheit. Und die alte Geschichte handelt davon, dass ein aufgestiegener Meister erschien, Sanat Kumara. Das war ein Uralter, so nannten sie ihn. Er hatte blaue Augen und weißes oder blondes Haar, was symbolisch für Erleuchtung steht, begann verschiedenen indigenen Kulturen zu erscheinen, um über Liebe zu sprechen. Ist Sanat Kumara derselbe wie Vater Venus, Abraham, der Lehrer der Liebe. Also, das ist, warum die 12 Erzengel glauben, dass dies eine Zeit der Vereinigung aller Phasen des Experiments der Dualität ist. In der Dualität denken wir an Licht und Dunkelheit, doch es geht um Angst und Liebe. Sie sind in ihrer Schwingung gegensätzlich. Liebe erhöht die Schwingung der Angst. Wir alle wissen, dass es uns besser fühlen lässt und uns zurückführt zu jener Liebe, die es uns ermöglicht, direkt aus der Quelle zu empfangen, was Leiden automatisch auslöscht. Denn wir Menschen, wir verändern unsere Realität von innen nach außen, wie du selbst. Alex Ferrari haben. Absolut, sehr, sehr sogar. Jetzt findet diese Zeit jetzt in gewisser Weise statt. All diese Zeiten geschehen jetzt. All diese Zeiten ereignen sich jetzt. Ja, aber Tara ist es, an die wir denken. Sie erinnern mich an ihre Worte, als ich sie auf der höchsten Spirale der Evolution channelte. Sie zeigen eine Spirale, genau das, vertikal. Denn so denken wir doch, oder? Wir stellen uns die Zeit so vor, dass wir am Anfang beginnen und dann in der Zeit aufsteigen, Schritt für Schritt. Aber ich muss Ihnen sagen, es funktioniert wie ein Kreis. Und wir kehren heim, zurück zu unserem Zentrum. Und, das ist bedeutsam, denkt man an die fast unendliche, wenn nicht unendliche Zahl von Sternenwesen, Seelen. Was auch immer du den Schöpfer nennst, göttliche Einheit, die existiert hat. Es ist kurios, was man sagt, vom 100. oder 10.000. Affen.
Doch genügend Sättigung durch Bildung, Lernen, Evolution bewirkt, dass die göttliche Einheit, indem sie Seelen zur Erde sendet, die Kraft der Liebe erkennt und die Entscheidung für Liebe trifft. Dafür, wir müssen nicht weiterhin aus Angst lernen. Wie lange es dauert, Jahre im Erdschulzimmer, bis es geschieht, die traurige Geschichte vorbei ist. Alex kann es nicht wissen und Belinda auch nicht. Die 12 Erzengel sprechen nicht in diesem Zeitrahmen. Aber was sie sagen können, ist, was sie gerade jetzt sagen, dass sie einfach überwältigt sind von den Fortschritten, die wir machen. Sie sagen, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht hilfreich ist, Lemuria, Atlantis und Terra zu trennen. Wir müssen darauf achten, wann wir Dinge trennen wollen und in Schubladen stecken, nicht wahr? So nach dem Motto, oh, ich fühle dies, ich denke das, mein Herz will das. Gehst nach Tara, lass alles von Herzen kommen, sei in dieser Schwingung von Liebe. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich glücklich an. Es fühlt glücklich an. Ein weit ausgedehntes Glück. Eine Liebe, die in dir den Wunsch weckt, jeden zu umarmen. Der Grund, warum ich solche Fragen über antike Zivilisationen aufwerfe, ist, dass ich glaube, es hilft bei unserer spirituellen Entwicklung, denn Wissen, woher wir metaphorisch kamen und wohin wir streben, ein klares Verständnis davon, fördert, glaube ich, die Evolution unserer Seele. Sind Sie einverstanden? Sie suchen vielleicht eine kurze Antwort. Wir werden versuchen, es kurz zu halten. Alles in deinem Leben dreht sich absolut um deine Entwicklung. Wir stimmen dir zu. Und noch etwas zum Thema Verstehen. Das große Geschenk Lemuriens. Atlantis verborgene Tiefe. Die Heilung Terras. Ist das unsere Perspektive? Sie müssen wissen, die 3 Entwicklungsphasen des Dualitätsexperiments, damit du dich selbst besser verstehst. Das ist nicht dein erstes Mal auf der Schulzimmererde. Deine Seele musste hierher in unterschiedlichen Egos, Persönlichkeiten, verschiedenen Inkarnationen, damit du meisterst, Verständnis, Integration, Liebe dort bringen, wo sie fehlt. In dich hinein, damit du weißt, wer du bist. Dein Ego und Seele sind dasselbe, wenn du ganzherzig lebst. Lemuria lehrt dich, ehre deine Weiblichkeit, kreativ zu sein. Erlaubt euch direkt von der Quelle zu empfangen. Atlantis ermöglicht, die Schwingung eurer Überzeugungen zu erhöhen. Das ist absolut ein Teil, wesentlicher Bestandteil eurer Bildung, wie auch das Vernetzen mit göttlichem Selbst. Das zeitlos jugendliche innere Kind, damit du eine glückliche Kindheit erschaffst. Das bedeutet Aufstieg. Wir danken dir für deine Fragen, Alex. Wir lieben unsere Gespräche mit dir. Und sie ist da. Es wird nie langweilig, Melinda, wenn du kommst und diese Energie mitbringst, die immer interessant ist, nicht wahr? Jetzt, du hast erwähnt,
In Atlantis konntest du deine eigene Realität erschaffen, Manifestation. Was ist die Antwort? Was meinen die Engel, wenn sie sagen, du kannst deine eigene Realität erschaffen? Sie sagen, wir erschaffen unsere Realität, doch die Wahrheit ist, lemurisches Atlantis und Angst prägen sie. Wir haben ein unglaublich tiefes, abgrundtiefes Unterbewusstsein, das Ängste, Traumata und Überzeugungen festhält. Nicht nur unsere, sondern auch die unserer früheren Selbst- und Vorfahren. Eine enorme Bibliothek. Und wir müssen tun. Das Leben wird viel leichter, wenn man annimmt, es ist Kapitulation und Akzeptanz, dass das Unterbewusstsein wunderschön ist. Und es ist erstaunlich, aber es ist schweres Blei, das verwandelt werden muss in Gold. So erschaffen wir unsere Realität. Ja, unsere Seele, unser höheres Selbst hilft uns dabei, alles zu erschaffen, was wir erleben auf der Schule Erde. Unser bewusster Verstand wirkt mit, aber unser Unterbewusstsein kann manchmal 90% dessen erschaffen, was wir erleben. Am hilfreichsten ist es, es nicht unter den Teppich zu kehren oder beiseite zu legen. Es geht nicht darum, im Verborgenen zu wirken, wie es Engel sagen könnten, sondern darum, Liebe dort zu säen, wo sie fehlt. Indem wir Liebe ins Unterbewusstsein bringen, wo Angst tief sitzt, beginnt die Realität sich zu wandeln. So holen wir mehr Himmel in unser Leben. Himmel bedeutet Freiheit von Leid und Mangel. Dieses Prinzip funktioniert nach göttlichem Gesetz. Im Himmel wie auf Erden, wie im Inneren, so auch im Äußeren. So schwingt der Himmel mit. Unverdünnte Liebe, keine Angst. Schulzimmer Erde, voller Furcht, jede Menge davon, denn wir lernen daraus. Aber wenn wir in unserem Bewusstsein erwachen und wir diese Liebe einbringen, diese unverdünnte Liebe, allein mit unserer Absicht, hallo Atlantis, und wir achten auf unsere Gefühle und wandeln diese schweren Gefühle um. Hallo Lemurien. Dann bringen wir diese himmlische Liebe in unsere Seele hinein. Und wenn sie in unserer Seele innen ist, muss sie sich manifestieren, in unserer Seele außen. Das bedeutet unser alltägliches Leben, was wir erleben. Also wir erschaffen unsere eigene Realität. Das Ego, vergleichbar mit einer Erbse neben einer Wassermelone, wenn man es mit dem großen Gehirn vergleicht, ist winzig. Dennoch streben wir nach Kontrolle. Wir möchten alles unter Kontrolle haben. Wir möchten sagen, oh nein, ich möchte wirklich alles manifestieren, bewusst. Und wir vergessen, dass zur Zeit von Atlantis, dass es viel mehr Integration gab. Das Ego war nicht so klein und so eng und so hatte seine Unterhosen in der Klemme. Es war eine andere Welt, eine andere Epoche. Jetzt müssen wir wirklich unseren Geist öffnen und genau das tun wir, indem wir Kreativität nutzen. Öffnung des femininen Gehirns, Intuition freisetzen. Das ist der Kern spiritueller Evolution. Nun lassen Sie mich fragen, denn das Unterbewusstsein ist es. Wie Sie sagten, in uns ist eine riesige Bibliothek voller Dinge, die wir unbewusst tragen, ohne zu wissen, dass sie da sind. Wie arbeitet das Unterbewusstsein? Beeinflusst die Gestaltung unserer Realität? Es wirkt, als steuere es, bildlich gesprochen, den LKW, unbemerkt von uns. Wie können wir also unsere Realität ganzheitlicher formen, ohne Einfluss des Unterbewusstseins? Oder wie erkennen und handhaben wir es? Ihre Meinung? Okay, ich werde hierfür die 12 Erzengel herbeirufen. Die Antwort ist wirklich einfach. Wir sagen nicht, dass die Antwort gefällt. Wir können versichern, dass unsere Antwort höchste schwingungsmäßige Wahrheit ist. Leihen Sie uns Ihr Ohr. Ihr Leben verändert sich.
Sie wollen Ihr Unterbewusstsein befreunden. Erreichen Sie dies einfach, indem Sie sich mit Ihrem inneren Kind verbinden. Das ist Ihr Bote. Dieses Kind wird es Ihnen sagen, was Ihr Herz begehrt. Und wenn Sie Ihre Energie in das stecken, was Ihr Herz begehrt, heben Sie Ihr Unterbewusstsein, sodass Sie es erkennen können. Wie machen Sie das? Fühlen Sie sich schwer oder traurig oder wütend oder frustriert? Fühlen Sie sich eingeschränkt? Dies ist Ihr Unterbewusstsein, denn dort herrscht Angst. Dort liegt auch das höchste magische Potenzial. Wenn du Angst spürst und erkennst, handle amüsant. Stell dich unter violettes Feuer. Das symbolisiert die Energie deines Kronenchakras. Begib dich unter einen violetten Feuerregen, tauche in einen Fluss aus violettem Feuer oder tritt in einen Ozean aus violettem Feuer. Dies ist ein symbolischer Akt, um Angst in Liebe zu verwandeln. Du wirst ins Gold geführt. Es geschieht augenblicklich. Du wirst dich besser fühlen. Und das lässt die Liebe herein. Der Schöpfer gab dir diese wunderschönen Chakren. Sie sind spirituelle Energiebatterien, dir geschenkt, das Unterbewusste aufsteigen zu lassen, um es zu verwandeln. Alle Chakren bestehen aus unverdünnter Liebe. Violetts Feuer ist dein Freund, denn es wandelt Angst um durch die Kraft der Vergebung. Warum bleiben Dinge in deinem Unterbewusstsein hängen? Denn du hast ihnen noch nicht vergeben. Also gehe im Geiste der Vergebung, übe das Vergeben und vergebe bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Vor allem sei dir treu. Das ermöglicht dir sofortigere Manifestation deiner Herzenswünsche. Wir müssen dir sagen, diese göttliche Einheit. Das bedeutet, Schöpfer, die zentrale Sonne, ist weniger interessiert an deiner sofortigen Befriedigung des Egos. Aber hör uns zu. Es gibt dir keine dauerhafte Zufriedenheit. Du verdienst anhaltendes Glück. Des Schöpfers Werk. Wunsch für dich, damit wir verstehen, dass das Ego frustriert werden kann. Warum bekomme ich nicht sofort, was ich will? Das trotzig verletzte Kind sagt, und wir sagen, hör dir selbst zu. Hör dir diese Ungeduld an. Streue etwas violettes Feuer darüber. Denn Gott erhört jedes Gebet mit genau dem, worum du gebeten hast. Oder etwas noch Besseres. Etwas, das noch besser ist. Ich verstehe, warum Sie sie mitnehmen, um die Fragen zu beantworten. Im neuen Buch sprecht ihr über die 3 primären göttlichen Gesetze, die uns helfen, Fülle aus der Quelle zu empfangen. Könnt ihr ein wenig darüber sprechen? Also haben die Engel gesprochen über das Gesetz des wie oben, so unten, wie innen, so außen. Es gibt noch weitere göttliche Gesetze, doch diese 3 sind die Favoriten, um uns beim Empfangen zu unterstützen. Also, das nächste ist das Gesetz der Einheit. Wir sind alle Teil dieser Einheit. Wenn also Alex oder Belinda Liebe wählt, sind wir alle einbezogen. Du erhöhst deine Schwingung und das hilft allen Beteiligten. Das hilft den Amöben. Das hilft den Bäumen und ebenso hilft es jedem Menschen.
Wir sind alle eins, wenn also einer von uns einem anderen schadet, auf der Schule Erde, spüren wir es alle. Indem wir Liebe wählen und einbringen, arbeiten wir im Einklang mit dem Gesetz der Einheit im Positiven und empfangen so aus der Quelle. Das hebt unsere Schwingung. Das andere Gesetz ist das der Energie, von Engeln so genannt, obwohl es andere Namen hat. Es ist tatsächlich das Gesetz der Schwingung. Es geht darum, auf unsere Schwingung oder Frequenz zu achten. Wählen Sie Ihre Terminologie. Fühlen Sie sich glücklich? Sind Sie in einem liebevollen Raum? Ist Ihr Geist klar, konzentriert und positiv? Sind Sie im Reinen mit Ihren Gefühlen? Fühlen Sie sich friedvoll? Das ist die Energieschwingung. Wieder im Einklang mit dem Gesetz, wie oben, so unten, wenn wir die 3 Gesetze nutzen. Es erleichtert uns das Erinnern, direkt zur Quelle zu gehen. Vergiss all diesen Kontrollkram, geh direkt zur Quelle. Und deshalb lehren die 12 Erzengel in ihrem Buch. Wenn sie eine Botschaft senden, um Menschen zu helfen, das sagen sie. Wenn du manifestieren willst, nutze deinen höchsten Schwingungswillen, konzentriere dich darauf und kehre zur Quelle zurück. Was willst du wirklich machen? Also wofür wird das Geld verwendet? Okay, also wir Menschen denken immer, oh, ich brauche mehr Geld. Wenn ich nur mehr Geld hätte, könnte ich dies tun. Ich hätte die Freiheit, die ich brauche. Ich könnte 5 weitere Podcasts starten. Aber die Wahrheit ist, wenn wir uns an die Quelle wenden, besonders an die göttliche Mutter des Universums, ist es symbolisch für Empfangen. Wir müssen empfangen. Manifestation bedeutet tatsächlich manifestieren. Männlich, nicht wahr? Das Wort enthält Mann. Göttliche Mutter symbolisiert Empfangen. Zur Quelle sagen wir, ich habe verstanden. Einheit, nicht wahr? Mutter, Vater, Gott, göttliche Mutter, wähle deine Begriffe, nicht wahr? Ich brauche mehr Freiheit in allen Lebensbereichen. Ich brauche bessere Gesundheit, mehr Energie für mich und mehr Urlaub. Brauche mehr Freiraum. Genauso ist es, dass das große Universum versteht. Das ist die Sprache des Universums. Das ist die Sprache der Engel. Geld ist Illusion gleich der Zeit. Sag, was du wirklich willst. Was willst du wirklich? Willst du deinen Podcast der Menschheit zum Erwachen verhelfen? Sagen Sie uns, was Sie möchten. Wir helfen Ihnen mit dem Nötigen. Wunderschön, wunderschön. Was passiert, wenn Sie den Ego-Willen aufgeben und geben Sie sich dem Seelenwillen eher als dem des Egos hin? Belinda will also wieder ihre 12 großen Freunde mitbringen und ich möchte nur sagen, dass für alle Engelliebhaber da draußen die 12 Erzengel, ihre Zahl symbolisiert spirituelle Entwicklung, nicht wahr? Wie die 12 Stunden auf einem Zifferblatt, die 12 Jahre der Grundschulbildung. Die 12 Monate des Jahres stehen also für das Voranschreiten. Und das Erstaunliche ist, dass sie alle kommen, wenn du rufst. Wenn wir denken, wir rufen Gabriel oder Erzengel Michael, erscheinen sie. Sie kommen wirklich alle. Du kannst sie auswählen und sagen, wir lieben Unterscheidungen. Du kannst sagen, dieser tut dies, jener das. Das ist für sie in Ordnung. Aber sie sagen auch, wenn du bereit bist, wenn dein Bewusstsein bereit ist, würden sie sich freuen, wenn du das anerkennst, dass wir im Team arbeiten, denn wir stammen aus der Einheit. Hier sind sie, wunderschöne Wesen.
Wenn du diese grüne Gartenerbse bringst, die ziemlich selten ist und männlich, aber auf einer niedrigeren Schwingung des Männlichen. Es bedeutet, deine Gedanken sind voller Angst. Nur dein Ego kann Angst wirklich Raum geben, auf so vielfältige Weise. Dein Ego herrscht, prägt deine Wahrnehmung. Darum raten wir, vom Herzen zu leben, weil das göttliche innere Kind sieht überall Magie. Also das Ego glaubt an Angst, hält sie für sehr echt. Wenn du dein wunderschönes Ego annimmst, weil du im Einklang mit deinem intuitiven Fluss lebst, der deine göttliche Weiblichkeit und Männlichkeit vereint, erhöhst du die Ego-Schwingung und bringst es in Einklang mit deiner Seele. Nun hat dein Ego einen Willen. Das nennt man freien Willen. Gib mir, was ich will. Gib es mir sofort oder besser gestern schon. Und wenn nicht, warum sollte ich dann an Gott glauben? Warum glauben, ich habe eine Seele, wenn ich nicht erhalte, was und wann ich will? Und wir sagen, nehmen Sie den Willen des Egos durch Absicht an und ergeben Sie sich dem Ihrer Seele, denn das tun Sie wirklich. Sie behaupten, ich, Mensch, ergebe mich den tiefen Weiten meiner Seele, meines höheren Selbst, des Teils von mir, der immer auf der Schwingung des Himmels verweilt, der immer auf der Schwingung des Wie im Himmel. Und während ich mich dem Wie im Himmel ergebe, es flutet über, Seele darunter. Du sagst jedes Mal, ich unterwerfe den Willen meines Egos dem Willen meiner Seele, das sagst du. Ich ergebe mich zur Freude meines entwickelten, entfalteten Sternenwesens, befreit, frei, göttliche Einheit selbst. Wenn du den Ego-Willen dem Seelenwillen unterwirfst, du lässt deinen Verstand verbinden mit dem Schöpfergenie. Unglaubliche Ideen, um der Erde zu helfen. Um Verschmutzung, Leid, Krankheit zu wandeln. Wir hoffen, Sie erkennen die Vorteile und tun es wirklich. Was ist die Definition wahren Reichtums laut 12 Erzengeln? Nun, das müssen Sie beantworten. Passt das für dich? Mir geht es gut. Ja, okay, in Ordnung. Wunderschöne Wesen. Wir sind die 12 Erzengel der Zentralsonne. Zentralsonne bedeutet zentrale Seele, was wiederum bedeutet, wir kommen direkt aus dem Herzen, der Quelle. Wahrer Reichtum bedeutet Glück, denn sie, Mensch, sei weise bedacht. Wenn du nach Glück verlangst, wirst du genug Geld in der Tasche haben. Ja, das verstehen wir. Dass du wahrscheinlich kein Geld in der Tasche trägst, sondern vielleicht eine Kreditkarte irgendwie magisch an der Rückseite deines iPhones oder Smartphones befestigt. Heutzutage. Es bedeutet Überfluss, aber Überfluss auf der höchsten Schwingungsebene. Wahrer Reichtum kommt mit innig liebevolle Beziehung, gesunde, feste Beziehungen, die Gesundheit deines Körpers verbessern, Heben deines Unterbewusstseins, Freiheit sowie Glück. Du trittst immer mehr in dein wahres, authentisches Selbst ein, so dass du dich selbstbewusst fühlst. Du bist selbstbewusst und zielgerichtet, weißt, warum du hier bist, motiviert und inspiriert. Und du hast Wohlstand.
Du hast alles unsere Definition von wahrem Reichtum. Wer würde das nicht wollen? Ja, mein Lieber, ja. Aber lassen Sie mich Ihnen das fragen. So viele von uns haben das. Mangelmentalität, über die wir schon ein wenig gesprochen haben, und es scheint, Überfluss ist nur unzugänglich. So oft, jedenfalls in meinem eigenen Leben. Was können Menschen tun, um sich von dieser Mangelmentalität, dieser negativen Sichtweise zu befreien und sich der Erkenntnis zu öffnen, dass die Welt voller Fülle steckt? Nur weil der eine viel hat, bedeutet das nicht, dass der andere. Es gibt keine Grenzen für Reichtum, sei es Geld, seien es Chancen, sei es Liebe in der Welt. Was können Sie uns darüber sagen? Nun, Sie bitten mich zuerst, mich zu teilen und sind hier bei mir. Sie spüren, wann meine Atome es brauchen, dass ich die Augen öffne. Also bitte ich zunächst, dass wir unser Bewusstsein schärfen, denn das heißt ja, auf einer spirituellen Entwicklungsreise zu sein, nicht wahr? Weil, aus Ihrer Perspektive, oft diejenigen mit dem größten finanziellen Reichtum leben im größten Mangel, was bedeutet, dass sie leiden auf Weisen, die wir nicht kennen. Denn als Menschen sehen wir ihren finanziellen Reichtum. Und was wir sehen, ist die trügerische Macht, die das ihnen verleihen kann. Es hilft wirklich, wählen wir, im Überfluss leben zu wollen, doch streben wir nach dem höchsten schwingenden Überfluss. Wir wollen im Überfluss des Herzens leben, dem Gesetz der Einheit folgend, damit Alex' Überfluss und Belindas Überfluss hilft der Menschheit und allen Wesen auf dem Planeten Erde zu gedeihen, als im Glück zu leben, Gottes Gnade, wirklich. Also Mangel entsteht aus Angst. Das ist das Wichtigste, was wir uns auf Klebezettel schreiben und überall anbringen sollten. Mein iMac. Das bedeutet es, dass Mangel entsteht aus Angst. Es ist nur die Angst, die uns glauben machen kann, dass uns etwas fehlt. So sprechen die Engel, du musst dich deinem inneren Mangel stellen. Nimm dein Ego und unterwirf es dem Willen der Seele. Denn jedes Mal, wenn du das tust, selbst 1000-mal am Tag, wird es nicht immer nötig sein, aber es wirkt jedes Mal. Dann beginnst du die Erweckung zu erleben. Sehr schnell. Oh, Moment, ich darf nicht nachlassen, darf nicht. Ich komme aus der Quelle. Wie kann ich nachlassen? Und sobald wir beginnen zu integrieren wir dies in unser Bewusstsein und Selbstwahrnehmung. Mangel verschwindet aus unserer äußeren Realität. Es ist göttliches Gesetz und es wirkt schnell. Ein Mangel an Bewusstsein aus Engelsperspektive ist ebenfalls bedeutend. Sie nennen es wilde Archetypen des alten Mannes und der alten Frau. Du kannst es Dinosaurier nennen, aber der alte Mann hat das patriarchalische, männliche System in unserer Welt, das hierarchisch ist, stark beeinflusst und deshalb die Menschheit. Sie wollen sogar Erzengel an die Spitze einer Hierarchie stellen, wenn sie sagen werden, also alles, wenn ihr bereit seid, das zu hören, nicht wahr? Alles ist Liebe und alles ist Einheit. Aber dieses patriarchalische, männliche möchte uns weismachen, weil es voller Angst ist, dass manche nie das Recht haben werden, möchte, dass wir in dieser Hierarchie bleiben, damit wir werden kontrolliert, aber nur Angst kann uns kontrollieren. Wenn wir loslassen, wenn wir die Angst in uns einfangen, dann unsere Realität wird sich verändern. Denn Alex, es ist nicht unser Geburtsrecht, im Mangel zu leben.
Es gehört dazu, was wir auf der Schulerde erleben dürfen. Doch Angst gehört zu unseren Erfahrungen, betonen die 12 Erzengel, solange sie dir hilft zu wachsen und dich zu entwickeln. Wenn ein Mangel dir nicht länger nützlich ist, es ist nicht hilfreich und du wirst es nicht mehr haben. Wie kann Mangel einem Menschen also überhaupt nützlich sein? Nun, manchmal, es kann hilfreich sein, wenn wir rechts abbiegen müssen und unser Ego sagt, oh nein, ich muss links abbiegen. Also biegen wir links ab und stoßen auf Mangel, bis wir dagegen laufen. Wir laufen dagegen, bis wir aufgeben, elend sind und denken, okay, Gott liebt uns nicht. Ich wurde verlassen und wir geben auf und wir machen ein gutes Nickerchen und dann wir kapitulieren, ob wir es nun wissen oder nicht. Und dann haben wir diese geniale Idee, die Fülle ist. Und plötzlich haben wir den Mangel hinter uns gelassen und sind zur Fülle übergegangen. Das können wir bewusst tun. Es erfordert hohes Bewusstsein, um zu erkennen, nicht wahr? Wann ging ich in die Angst? Wann habe ich mich in Bewusstseinsmangel? Das violette Feuer, die Energie des Kronenchakras, transformiert es unmittelbar. Denn in Mangel zu leben ist nicht unsere Bestimmung. Ist das nachvollziehbar? Es ergibt Sinn. Es ist so, als würde ein Apfelbaum nicht nur einen Apfel tragen. Es gibt so viele Äpfel, dass sie vom Baum zu Boden fallen. Ein klares Zeichen des Überflusses, den ein gesunder Apfelbaum bietet. Dies ist ein treffendes Beispiel. Aber warum ist Schwingung so grundlegend wichtig, um ein wirklich glückliches Leben auf der Schulschiff Erde zu führen? Sie wollen darauf antworten, also wird es keine einfache Antwort sein, die ich geben wollte. Okay, nur einen Moment. Schöpfer, göttliche Einheit, göttliche Liebe, Ursprung, Mutter, Vater, Gott, nur halt nach, auf der Frequenz der unverdünnten Liebe, nur Liebe. Der Grund für die Erschaffung des Klassenraums Erde war damit die gesamte göttliche Einheit durch ihre Seelen erfahren würde, etwas anderes in der Frequenz. Das Gegenteil, Glückseligkeit, damit sie niemals göttliche Einheit, alles der Einheit, würde es schätzen. Im Grunde in Menschenworten, was sie haben, Liebe zu schätzen, seine Kraft einschätzen, die Erfahrung machen, alle Qualitäten der Liebe, die nicht unbedingt erforderlich sind, im Zentrum der Einheit. Wenn du deine Schwingung erhöhst, Liebe dort einbringen, wo sie fehlt, Angst auffangen, sie umwandeln, ihr die Stirn bieten, deine Gefühle spüren. Du bist im Grunde genommen die Schulzimmererde umgestalten, zurück in seine ursprüngliche Schwingung des Himmels. Unverdünnte Liebe. Kein Schmutz, kein Leiden, kein Tod, kein Schmerz, kein Hunger, keine Gewalt, kein Krieg, keine Ausbeutung von Kindern. Deswegen ist es so wichtig für dich, weil du wach bist, sonst würdest du uns nicht zuhören wollen. Wähle die Liebe, sag Nein zu Mangel, Ja zu Überfluss, leb in wahrem Reichtum, erhöh deine Schwingung, nutz dieses Gesetz wie oben, wie beschrieben, so im Inneren, also ohne. Wir danken für die Wiederherstellung, Erzengel Gaia, Mutter Erde, weil es der Moment ist,
Alle haben gelernt. Alle haben gelernt, dass Liebe die größte Kraft ist. Und Liebe. Auch wenn es viele Menschen gibt, die uns nicht zustimmen würden, Liebe schenkt wahres Glück. Der größte Spaß. Für alle Beteiligten. Das war eine gründliche Antwort. Das war eine umfassende Antwort. Erinnerst du dich? Ich habe es aufgenommen, keine Sorgen. Was können wir tun, um Schwingungsveränderungen zu unterstützen? Um die Vorstellung von Mangel in Gesellschaft und Menschlichkeit zu ändern? Nun, Alex, wir haben schon darüber gesprochen. Es geht darum, die Absicht, sein wahres, authentisches Selbst zu sein und sich dem Willen der Seele hingeben. Was das höhere Selbst bedeutet, diesem höher schwingenden Selbst erlauben. Flute das Unterbewusstsein, was bedeutet, unsere innere Arbeit zu tun und Anstrengung zu investieren. Ärmel hochkrempeln, Holz polieren. Es lohnt sich, denn wir fühlen uns besser. Von Engeln lernte ich, dass einige von uns zustimmten, die Arbeit für das menschliche Kollektiv zu übernehmen. Denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, die so tief schlafen und so sehr im Mangel verhaftet sind, so sehr in Hilflosigkeit gefangen, dass sie wahrscheinlich nicht so schnell aufwachen werden, wie wir es uns wünschen. Viele von uns haben sich dieser Aufgabe angenommen, aber eigentlich sind es gar nicht so viele. Insgesamt sind es. Es hängt von der Perspektive ab, nicht wahr? Doch nach dem Gesetz der Einheit, wenn wir innere Arbeit leisten, unterstützen wir alle dabei, es auch zu tun. Um zum Kern zu kommen, Alex ist durch deine Gene beeinflusst, durch deine früheren Leben, durch deine parallelen Leben. Du hast wahrscheinlich übernommen. Nahezu jede Erzählung, wo im Schulzimmerplaneten Angst herrscht. Genau das motiviert dich, deine Arbeit zu machen. Das trifft auch auf Belinda zu. Also was? Wir können die Menschen nur ermutigen. Hab keine Angst vor der Angst. Wenn du dich nicht gut fühlst, tu etwas dagegen. Bitte die Engel um Hilfe. Es gibt Engel. Ich nenne sie die Engel der Liebe. Engelsärzte. Fühlst du dich unwohl, versucht dein Körper, dir eine Botschaft zu senden. Dein Körper ist wie Lemuria. Er zeigt dir, wo Emotionen blockiert sind. Vielleicht bist du stellenweise erschöpft oder Knieprobleme deuten auf ein früheres Leben eines Ahnen hin, das Heilung braucht. Wir sollten daher genau darauf achten. Wir müssen nicht jedes Detail kennen, dieses oder jenes, aber wir müssen Liebe dorthin bringen, wo sie fehlt. Das verändert das Bewusstsein, wie du und ich wissen. Das ist es, was zählt, denke ich. Transformation macht Spaß. Ich liebe Alchemist sein. Wann erscheint Ihr neues Buch oder Ihr neues Buch Engel des Überflusses, Offenbarungen über wahren Reichtum? Es erscheint in den Geschäften. Das heißt also Amazon und die Webseiten. Am 18. Juli. Ihr könnt, das sage ich euren Zuhörern stets, eure lokale Buchhandlung aufsuchen, wenn ihr sie unterstützen möchtet, was wirklich unglaublich hilfreich ist. Oder auch die unabhängigen Buchhandlungen. Auf Buchwebseiten könnt ihr ein Buch bestellen und sie werden es euch sehr schnell zukommen lassen. Ihr könnt das Buch jetzt vorbestellen. Das ist stets hilfreich, aber dann wird es so sein. Verfügbar. Ich habe gerade das Hörbuch abgeschlossen. Bedeutet, ich las und tat es. Das Basislektorat, wow, das war echt viel Arbeit. Also ja, ich erwarte jetzt die Nachaufnahmen. Aber es erscheint ungefähr zeitgleich. Und ich versichere, ich will das Buch nicht anpreisen, doch ich würde es empfehlen. Für die, die können, wäre es gut, auch das Hörbuch zu holen. Und das Taschenbuch.
denn die Audioversion enthält ihre 63 Heilübungen. Nun, sie nennen sie Heilerfahrungen, denn alles, was Sie tun müssen, wenn Sie das gedruckte Buch haben, ist, sie zu lesen und sie beginnen, an ihnen zu wirken, wenn Sie das Hörbuch haben. Sie nutzen verschiedene Sinne, die ins Unterbewusstsein eindringen, weil Sie Ihre Ohren benutzen. Das ist Klang und Emotion. Das dringt ins Unterbewusstsein. Sie können den Heilübungen lauschen, die Visualisierungen sind. Was sind das? Funktionierende Visualisierungen. Selbst ohne Visualisierungsfähigkeit wirken sie. Also ja, ich bin begeistert, dass endlich und. Lassen Sie mich fragen, was machen die Engel und Sie? Was ich mir wünsche, was das Buch bewirkt? Lass mich nicht weinen, Alex. Dieses Buch ist ein Liebesgeschenk von Engeln. Du kannst das symbolisch betrachten oder wörtlich nehmen. Sie zählen zu den Herrschern der Schulgerüchte. Sie trugen zur Gründung der Schule bei. Eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit reicht. So geben sie uns weiter, Schritt für Schritt, doch es ist einfach. Es dreht sich um Liebe, die Werkzeuge. Ein Buch voller Instrumente, um zu sagen, okay, die Bereiten unter euch. Holen wir den Himmel auf die Erde. Helfen wir dem wunderschönen Planeten, den wir lieben. Erheben wir uns wieder und beseitigen all das, was die Angst erschafft. Denn wir können das. Wir leben auch in einem Traum und dieser kann sich ändern. Unser gemeinsamer Traum wandeln. Ein kleines Beispiel ist, dass die Engel sagen, es gibt, und ich war vor langer Zeit Biologe, Biologen und Wissenschaftler, die das Energieproblem bereits gelöst haben. Es gibt Organismen, die tatsächlich aus anderen Sternensystemen gesendet wurden, um uns zu helfen. Sie werden Alchemie betreiben, sie werden die Kunststoffe und Schadstoffe umwandeln. Sie sind hier, aber es geht alles um Schwingung. Wir können das erleben. Und darum geht es in Ihrem Buch. Und es ist nicht abgehoben, du hast es gelesen. Es steckt voller Intensität, denn es ist reich an Werkzeugen und Wahrheit. Es sind Engel ohne Schnörkel. Ich muss dich definitiv eines Tages zurückholen, um zu besprechen, wie Engel den Lehrplan für dieses Klassenzimmer erstellt haben. Das wäre ein verdammt interessantes Gespräch. Gibt es noch letzte Abschiedsworte der Engel für das Publikum? Für das, was ihr wirklich wollt. Menschen, geht direkt zur Quelle und fragt. Seid nicht schüchtern. Wenn ihr eine neue Schere wollt, um euch selbst zu befreien, vom Ballast überholter Beziehungen freut sich Erzengel Michael, euch diese zu überreichen. Was wir sagen, sind das all eure Absichten und Gebete. Sie werden erhört. Du hast es verdient, im wahren Reichtum und Überfluss leben. Das ist dein Geburtsrecht. Keine Mangel und Knappheit erleben und Leidenschaft. Wir ermutigen euch, um Hilfe zu ersuchen. Alle himmlischen Sphären möchten euch helfen. Ja, wir helfen, egal ob ihr fragt, aber fragt trotzdem. Du vereinst dein Ego mit deiner Seele. Wir danken euch fürs Fragen. Und wenn du Mut brauchst, bitte um Mut. Manchmal musst du um Geduld bitten, auch wenn es dir nicht gerade leicht fällt. Alles da. Kommt auf dich zu. Es braucht vielleicht Geduld und es ist nicht so, dass wir nicht zuhören. Es bedeutet nicht, dass Gott gleichgültig ist.
Es liegt an zwei Faktoren. Ihr Unterbewusstsein, in dem Angst aufsteigt, um verwandelt zu werden. Es ist durch das Gesetz der Einheit verbunden, mit dem eines menschlichen Körpers des Kollektivs. Manchmal ist also Geduld gefragt. Dinge beschleunigen sich nun. Wir danken ihnen und bitten um Empfang. Wir sind die 12 Erzengel der Zentralsonne. Ich überflute dich. Jedes Atom, jedes subatomare Teilchen mit unverdünnter Liebe direkt aus der Quelle. Spürst du es? Lass es wachsen. Lass es wachsen. Linda, geht es dir gut? Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass du dabei hilfst, dieses Buch in die Welt zu bringen. Und ich schätze dich und alles, was du und die Erzengel für die Menschheit tut. Auch ich tue meinen kleinen Teil, um zu sehen, ob ich es ebenfalls verbreiten kann. Also danke ich dir, meine Liebe. Wir schätzen auch dich sehr, lieber Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.